Gleich werdet ihr sehen, was euch die Mainstream-Medien in Deutschland heute ganz sicher nicht erzählen werden. Ich will damit Täuschung aufdecken. Es geht gleich um einen Krieg, den Israel 1967 gegen die arabischen Staaten angeblich als Präventivkrieg begann. Angeblich dabei, um einem arabischen Angriff zuvorzukommen. Die Wahrheit wird uns der Sohn eines damals ganz wichtigen Generals Israels mitteilen, gestützt auf Protokolle des israelischen Generalstabs, die er als Sohn eines der Generäle 1967 lesen durfte. Und nach diesem Sechstagekrieg 1967 wurde der Holocaust erst zum Thema gemacht, wie der jüdische Professor Norman Finkelstein erzählt. Ihr müsst euch mal vorstellen, dass Charles de Gaulle, Staatspräsident Frankreichs, 1967 nach dem von Israel begonnenen Sechstagekrieg gegen Ägypten, Syrien und Jordanien die Juden ein zu allen Zeiten selbstsicheres, herrschsüchtiges Elitevolk nannte. Wenige Monate danach begannen im April 1968 Studentenunruhen in Paris in Frankreich, angeführt unter anderem von Daniel Cohn-Bendit, der aus einer jüdischen Familie stammt. In beiden Fällen danke ich Juden für die Wahrheitssuche, denn sie lieben die Wahrheit wie ich. Fragt euch nach diesem Video, wer von euch würde sich trauen, die gleich folgenden Feststellungen in der deutschen Öffentlichkeit von sich zu geben? Würde ich als Deutscher die folgenden Aussagen machen, würde ich vermutlich aufgrund meiner Meinungsäußerung vor einem deutschen Gericht wegen Volksverhetzung angeklagt. Aber es sind nur Zitate und sogar Videoaufzeichnungen und dabei sogar von Juden, denen ich sehr, sehr danke, die aus meiner Sicht Vorbilder sind für uns alle, weil sie gegen den Strom schwimmen, weil sie die Spaltung der Nation und Menschen überwinden wollen, statt sie zu vertiefen, wie es einige andere wollen. Weil sie die Völker der Erde nicht wie andere ihrer Glaubensbrüder fressen wollen und als zukünftige Sklaven betrachten. Beschäftigt euch bitte mit der Geschichte. Am 29. November 1947 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Gründung eines jüdischen und eines arabischen Staates. In meinem Telegram-Kanal veröffentliche ich am heutigen 15. Juli den gesamten Vortrag des Sohnes des Generals Israels, Matti Pellet. Bereits einen Tag nach dem Beschluss der Vereinten Nationen begann ein Guerillakrieg. Sein Sohn sagte zu dem aus seiner Sicht albernen Plan der Vereinten Nationen Folgendes. Yet when the United Nations came up with this ridiculous plan, they chose to give the larger portion of the country to the smaller community, to the Jewish community, and the smaller portion of the land to the larger community. And then people said, and to this day you hear people say, see, the Arabs, the Palestinians, did not accept the partition plan, so all this is their fault. Is anybody mad enough to think that they would accept this? Would anybody in their place have accepted something like this? Obviously not. And obviously, like I said, this did not last even a single day. Because as soon as the resolution was accepted, the Zionist forces, what was called the Haganah, the Palmach, began a massive campaign of ethnic cleansing. Das muss man als Deutscher, der ja ständig gewisse Vorwürfe hört, doch mal hören. Er spricht als Sohn eines wichtigen Generals Israels von ethnischen Säuberungen. Und dann erzählt er über seine Mutter. So that's my mother. She's 86 now. She's still living in Jerusalem. She was born and raised in Jerusalem. And she used to tell me how when she was young, she would walk around on a Saturday afternoon. And many of the beautiful neighborhoods in Jerusalem, and I'm talking about the New Jerusalem, the Jerusalem that was built outside the city walls. These were Palestinian communities with beautiful homes. And she would walk around and she would see the families on a Saturday afternoon sitting under or by the lemon tree and so on. And then in 1948, she was living still in Jerusalem. These communities were forced to leave. Their homes were given to Israeli families. And she was offered one of these homes, and like you heard, she refused. The thought of taking another family's home just did not sit well with her. And then she saw the looting, and she still, to this day, when she talks about it, you can see that she feels such a sense of shame. But what's interesting is that I remember hearing this story as a child many, many years ago and over a very long period of time. And it wasn't until I was actually working on the book and I spoke to her about this again that I realized why this story was bothering me all those years. Because the story was bothering me. There was something about it that was troubling. And only now I realized it was troubling because it contradicted the national narrative. It contradicted what I learned in school, that the Arabs attacked, we won, they left, and we get the spoils. So what's wrong with taking their homes?
If this is the truth, then there's no wrong in taking their homes. They attacked and we won. It's fair enough. But once again, like I said, hearing this story in the back of my mind over and over and over again kind of troubled me. And this is exactly why. The truth lays in the personal story, not in the national narrative. Er sagt, die Wahrheit findet sich in der persönlichen Geschichte und nicht in der nationalen Geschichtsschreibung. Und dies gilt insbesondere für unsere deutsche Geschichte der letzten 120 Jahre. 1967 kam Israel angeblich dem Angriff durch arabische Nationen zuvor. Es kam im Juni 1967 zum sogenannten Sechstagekrieg. Und der Sohn des Generals dazu. Now, the myth that we're told about this, or the story I should say that we're told about the 1967 war, is that once again Israel was attacked by 3 massive armies intending to destroy it. And once again, miraculously, somehow, we, the Israelis, prevailed. Because we're smarter and because we're better trained and we're more motivated, and as we heard now recently, we're somehow culturally superior as well, perhaps. Who knows? But all of these reasons, for all these reasons, we prevailed and we defeated the Arab armies. Once again, when I was working on the book, I decided to go into the Israeli army archives to learn about my father's career. Like I said, he had a very, very interesting military career. And I was interested particularly in reading the minutes of the meetings of the generals leading up to the 1967 war. Now, once again, a lot has been written about those meetings. So I wasn't expecting to find anything new, because I'd read everything that was out there. But as soon as I began reading, I saw something that I'd not seen anywhere else. My father says this, and several of the other generals say this in their attempt to convince the cabinet to start the war. And that is that the Egyptian army is not prepared for war, and therefore we must attack now. In fact, they said the Egyptian army needs at least 1.5 to 2 years before it will be prepared for war. So we have a tremendous opportunity now to once again, this will be the 3rd time, to destroy the Egyptian army. Und ich wiederhole nochmals. Aber als ich zu lesen begann, sah ich etwas, was ich noch nirgendwo gesehen hatte. Die Aussage ist, dass die ägyptische Armee nicht auf einen Krieg vorbereitet ist und darum müssen wir jetzt angreifen. Seinen gesamten Vortrag habe ich euch in meinem Telegram-Kanal am heutigen 15. Juli 2021 hochgeladen. Schaut ihn euch bitte in Gänze an. Ich besitze auch sein Buch Der Sohn des Generals. Ihr könnt es als E-Book erwerben. 1967 wurde seine damals 13-jährige Nichte durch einen palästinensischen Terroranschlag getötet. Er entschied sich gegen den Hass, begab sich auf die Motivsuche und wurde zum Friedensaktivisten, wie er sehr, sehr eindrücklich in seinem Buch beschreibt. Und mein Buch Fremdbestimmt habe ich nur geschrieben für die Wahrhaftigkeit. Und ich will, dass wir die Fremdbestimmung erkennen und die große Gefahr für unsere Zukunft. Und das gilt für alle Völker, nicht nur für uns. Mit Menschen wie ihm, dem Sohn des Generals, oder mit Professor Norman Finkelstein können wir das Auffressen der Völker aufhalten. Und dem will ich mich mit einem neuen Projekt in den kommenden Quartalen widmen. Professor Norman Finkelstein schreibt in seinem Buch Die Holocaust-Industrie: Mit dem arabisch-israelischen Junikrieg von 1967 wurde alles anders. Praktisch allen Berichten zufolge wurde der Holocaust erst nach diesem Konflikt zu einem festen Bestandteil des jüdischen Lebens in Amerika. Und nicht nur dort, sondern auch in unserem Leben hier in Deutschland. Wann kamen die großen Serien über den Holocaust ins Spiel? Warum? Weil möglicherweise jede Kritik an der israelischen Aggressionspolitik damals und der Besatzungspolitik unterbunden werden soll. Denn wer traut sich noch in unserem Land, Israels Politik zu kritisieren? Denkt darüber in Ruhe nach. Der Sohn des Generals schreibt in seinem Buch, dass nach dem Sieg die Generäle sich im Sieg sonnten, aber sein Vater bereits warnte, wenn wir diese Gebiete behielten, würde sich unvermeidlich ein Widerstand der Bevölkerung gegen die Besatzung entwickeln und Israels Armee würde eingesetzt werden, um diesen Widerstand zu unterdrücken, was wiederum verheerende und demoralisierende Konsequenzen haben würde. Er schloss mit der Warnung, dies werde den jüdischen Staat in eine immer brutalere Besatzungsmacht und am Ende in einen binationalen Staat verwandeln. So der General Matti Pellet. Das Buch des Sohns des Generals wurde in Israel ignoriert. Am Ende seines Vortrags hört man das. How has your book been received in Israel? It hasn't been received in Israel. I don't think anybody in Israel read it.
I've had several speaking events and I've had a couple of book launches, but they were all on the other side. One was in East Jerusalem, one was in Ramallah, and so on. And so Israel ignores this completely, and that may change, I don't know. But I haven't had any response one way or the other from anybody in Israel about the book. Und Professor Finkelstein schreibt in seinem Buch, meine Eltern fragten sich oft, weshalb mich Verfälschung und Ausbeutung des Völkermords der Nazis so empörten. Der Hauptgrund ist der, man hat ihn dazu benutzt, die verwerfliche Politik des israelischen Staates und die amerikanische Unterstützung für diese Politik zu rechtfertigen. Lasst uns das Existenzrecht des jüdischen wie des palästinensischen Volkes, ja aller Völker fordern. Ich bewundere den Sohn des Generals Israels und ich bewundere Professor Norman Finkelstein für ihren Mut. Ich fordere von euch wie von mir Wahrhaftigkeit. Friede ist nur durch Freiheit, Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Wer sagte das? Ihr wisst es, Karl Jaspers. Teuflische Verdrehungen und Unwahrheiten sind überall anzutreffen, wie ich euch oft genug beweise. Es kann dafür keinerlei Rechtfertigung geben. Seid wahrhaftig. Gottes Segen für euch. Ich selbst richte mich in meinem Gebet an Jesus Christus und seinen Vater. In den kommenden Quartalen will ich mich der größten aller Täuschungen zuwenden, auch wenn damit Gefahren verbunden sind, die meine bislang eingegangenen wohl geringfügig übertreffen werden. Aber Gottes Segen für uns alle, für die Wahrhaftigkeit und für das, was Karl Jaspers gesagt hat, Friede ist nur durch Freiheit und Freiheit nur durch Wahrheit möglich. Ein wundervoller Dreiklang. Für den lohnt es sich, alles zu geben. Alles Gute euch.